Immer wieder versucht sie mit kleinen Atemübungen ihren Körper zu beruhigen. Jeder Tag für Julia Meyer ist anders, unberechenbar. Man steht auf, man denkt, es geht heute, dann hat man auf einmal einen ganz hohen Puls. Man hat das Gefühl, dass das Herz irgendwie aus der Brust springen will. Er braucht jetzt deutlich längere Pausen. Dieter Jahn hält seine Arbeit als Infektionsbiologe nicht durch, ohne seine tägliche Extraportion Schlaf. Es blieben diese 2 Stunden und eigentlich auch eine grundsätzliche chronische Erschöpfung. Für die meisten ist Corona Geschichte, für diese beiden nicht. Sie werden jeden Tag an ihre Infektion erinnert, auch wenn die schon jahrelang zurückliegt. Dass sie damit nicht allein sind, sieht Susanne Fröhlich täglich in ihrer Praxis. Die Hausärztin behandelt mehr als 100 Corona-Patienten, die unter den Folgen des Virus leiden. Die Verläufe sind sehr unterschiedlich. Man muss ehrlicherweise sagen, es ist nicht immer stabil. Also es wird dann besser, aber es kann natürlich bei einem neuen Infekt oder wenn irgendwelche ganz besonderen Stressfaktoren auftreten, auch mal wieder schlechter werden. Es ist immer ein bisschen Licht und Schatten. Ähnlich ist es auch bei Dieter Jahn. Er arbeitet als Infektionsbiologe an der Technischen Universität Braunschweig, forscht zu Lungen- und Darmkeimen. Gleich zu Beginn der Pandemie steckt er sich mit Corona an. Als Infektionsbiologe denkt man erstmal von vornherein, ich bin völlig unempfindlich, ich kriege sowas nie. Mit dieser Grundeinstellung bin ich da auch rangegangen, jetzt hatte ich's. Und er wird richtig krank. So krank, dass er ins Krankenhaus, sogar auf die Intensivstation muss, wo ihn befreundete ärztliche Kollegen betreuen. Es ging mir so schlecht, dass mein Kollege meine Frau angerufen hat und hat gesagt, heute Nacht muss der Dieter kämpfen. Das Immunsystem muss langsam anspringen, sonst wird es sehr gefährlich für ihn. Dieter Jahn kämpft und er schafft es. Nach einem 2-wöchigen Klinikaufenthalt kommt er wieder auf die Beine. Doch seitdem ist er nicht mehr der Alte. Dass ich Nachmittag immer geschlafen habe, das ging einfach nicht weg. Jetzt denkt man, okay, ich bin jetzt hier 66 und damals war ich 61. Das kann einfach sein, wird älter, man braucht ein bisschen mehr Schlaf. Aber es sind 2 Stunden am Tag, die fehlen. Der Grund? Dieter Jahn hat Long-Covid seit 6 Jahren. Noch immer lässt sich das Virus in seinem Blut nachweisen. Gleichzeitig Patient und Infektionsbiologe. Dieter Jahn weiß deshalb, was in seinem Körper los ist. Mein Immunsystem wird immer wieder gereizt und diese dauernde Herausforderung des Immunsystems macht mich müde, denn das kostet ja viel Energie. Über derartige Langzeitfolgen des SARS-CoV-2-Virus im menschlichen Organismus forscht Carmen Scheibenbogen an der Berliner Charité. Die Wissenschaft versteht immer besser, wie sich das Coronavirus im menschlichen Körper verhält. Gerade SARS-CoV-2 hat einen Rezeptor, der auf fast allen Zellen vorkommt, dieser sogenannte ACE2-Rezeptor, und kann deswegen auch viele unterschiedliche Zellen infizieren und kann dadurch natürlich auch viel mehr Symptome machen als jetzt zum Beispiel ein Atemwegsvirus, das nur auf die Atemwege beschränkt bleibt. Das bedeutet, eine Corona-Infektion kann ganz unterschiedliche Bereiche, Systeme des Körpers angreifen, auch alle gleichzeitig und auch langfristig. So kommt häufig das Immunsystem nicht mehr zur Ruhe. Antikörper und Immunzellen bringen den Organismus durcheinander. Die mögliche Folge: eine Autoimmunreaktion. Der Körper richtet sich gegen sich selbst. Und auch das Herz kann angegriffen werden mit einer Herzmuskelentzündung. Es führt auch dazu, dass es die Gefäße selber zu einer Art Mini-Entzündung bringt. Das heißt, die Durchblutung selbst ist halt auch gerade in kleinen Gefäßen gestört. Es attackiert auch die Mitochondrien, das sind die kleinen Kraftwerke der Zellen, die die Energie liefern. Auch das Nervensystem ist häufig befallen. Dann kommt es zu neurologischen Ausfällen und Beschwerden. Wenn das unbewusste Nervensystem gestört ist, dann kommt ja alles durcheinander, dann kommt die Atmung durcheinander, kommt der Kreislauf durcheinander. Das kann in Folge zum Beispiel auch dazu führen, dass man Schmerzen entwickelt, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Schlafstörungen. Julia Meyer hat all das auf einmal. Starke Schmerzen im Nacken, dazu extremes Kribbeln in Beinen und Armen. Und die Oberschenkel, sie sind oft wie aus Pudding. Manchmal ist es morgens so, dass ich aufwache und merke, meine Beine können mich nicht halten. Dann sitze ich auf der Bettkante und mein Freund muss mich dann zur Toilette bringen, weil ich das alleine nicht schaffe.
Sie steckt sich im April 2022 mit dem Coronavirus an. Auch Julia Meyer wird richtig krank, denkt aber nach 10 Tagen, es gehe ihr besser. Ein fataler Trugschluss. Es ist schon schwierig, weil ich ja meinen Kopf nicht unterm Arm trage oder ein gebrochenes Bein habe. Also man sieht es mir so nicht an. Nichts ist mehr so wie vorher. Man wird komplett aus dem Leben gerissen. Man hatte Pläne, man hatte irgendwie Zukunftspläne. Stattdessen rennt sie jahrelang von Arzt zu Arzt. Doch erst im vergangenen Jahr erhält die 34-Jährige endlich eine Diagnose: MECFS. Die Abkürzung für myalgische Enzephalomyelitis. Sie hat die schwerste Form von Long-Covid. Was sehr charakteristisch für die Erkrankung ist, ist, dass man sich kaum noch belasten kann und dass selbst leichte Alltagsaktivitäten auch zu einer Verschlimmerung führen können. Und so wird MECFS auch heute oft noch als chronisches Erschöpfungs- oder Fatigue-Syndrom bezeichnet. Doch für Julia Meyer und die mehr als 600.000 Betroffenen, die sich in zahlreichen Selbsthilfegruppen gegenseitig unterstützen, ist ihre Erkrankung viel mehr als nur eine chronische Müdigkeit. Es gibt viele schwer Betroffene. Sie können nur im Bett liegen, vertragen keinerlei Reize wie Licht oder Geräusche. Das größte Problem dabei: die eine anerkannte und wissenschaftlich erforschte Therapie oder Tablette gibt es nicht. Bisher können MECFS-Erkrankte nur symptomatisch behandelt werden. Ein möglicher Hoffnungsschimmer: eine Art Blutwäsche. Zum Verfahren der sogenannten Immunadsorption hat die Charité gerade eine Studie durchgeführt. Die Idee: bestimmte böse Antikörper werden dabei aus dem Blut gefiltert, sodass diese keine Entzündung mehr auslösen können. Wir haben gesehen, dass es vielen relativ schnell besser ging, was ein sehr starker Hinweis dafür ist, dass diese Antikörper krankheitsverursachend sind. Und jetzt ist die Immunadsorption kein heilendes Verfahren. Sie entfernt also nicht die Zellen, die diese Antikörper produzieren, aber es ist ein wichtiges erstes Ergebnis. Auch Julia Meyer hat bereits viele unterschiedliche Therapien ausprobiert. Seit kurzem nimmt sie jetzt eines der wenigen empfohlenen Off-Label-Medikamente, Medikamente, die eigentlich für andere Erkrankungen zugelassen sind. Es gibt ein paar, die ganz gut erforscht sind. Eins nennt sich Naltrexon. Das ist eigentlich ein Medikament, das zur Entgiftung von Morphin- oder Alkoholabhängigkeit gedacht ist. Man hat aber festgestellt, dass es in sehr kleiner, winziger Dosierung eine Verbesserung von Fatigue bringt oder auch von Muskelschmerzen. Julia Meyer muss dieses Medikament wie die meisten Therapien, die sie ausprobiert hat, selbst bezahlen. Aber es hilft. Nach dem 3. Tag war das Kribbeln schon besser. Also ich hatte das schönste Weihnachtsgeschenk. Dieses Medikament im Kühlschrank ist wirklich mein Highlight und ich passe wirklich doll darauf auf. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die junge Frau.